Ja, liebe Wohnmobilfreunde, und wo ich natürlich das Ganze gesehen habe, war mein persönlicher Frust so groß, dass ich gesagt habe, hier müssen wir ein Video drüber machen. Wir müssen die Wohnmobil- und Campingfreunde ganz einfach darüber informieren und das denen ganz einfach mal zeigen, dass sie sich das ganz einfach genau anschauen und sich die Arbeiten natürlich auch zeigen lassen, was wurde gemacht am Camper, wie wurden die ausgeführt und so weiter. Und bei Unstimmigkeiten ganz einfach das Ganze abklären lassen. Ja, die Fachwerkstatt, die das Ganze hier zu verantworten hat, die gibt es leider nicht mehr. Kein Wunder, die ist Insolvenz. Also bleibt natürlich jetzt das Ganze an jemand anderes hängen. Wir sind ja nicht so die Motzer, denn Meinung ist relativ und jeder hat eine andere und das ist natürlich auch richtig so. Und deshalb das Video an euch Wohnmobilisten, Camper allgemein. Schaut euch eure Werkstätten genau an, wo ihr und was ihr wo machen lasst. Wenn euch das interessiert, bleibt ganz einfach dran in dem Video. Viel Spaß, bis gleich. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, schön, dass ihr dran geblieben seid zu dem Video. Wir gehen mal davon aus, dass viele Camper gleiche Erlebnisse gemacht haben, ob Wohnmobil oder Wohnanhänger oder Campervan oder wie auch immer. Schaut euch bitte ganz genau an, wo und was ihr in euren Wohnmobilen von wem verbauen lasst. Was ist geschehen? Wir waren wieder einmal bei Tools to Camp. Das werden wir mal mit verlinken hier bei Tommy. Er macht ja verschiedene Einbauten. Er hatte wieder einen Kunden gehabt und hat zu mir gesagt, durch drauf, Uwe, komm ganz einfach mal vorbei. Ich möchte hier einige Einbauten machen. Die wären natürlich auch für dich interessant, weil wir das ja natürlich auch verfilmen. Bestimmte Einbauten, die auch für uns interessant sind. Er hat mich zu einem Termin bestellt, wo er ein Wohnmobil vor Ort hatte, um verschiedene Einbau- und Umbaumaßnahmen durchzuführen. Zur Geschichte: Die Kunden, ein älteres Pärchen, haben sich ihren Lebenstraum erfüllt und wollen ihre Tage genießen mit Reisen im Wohnmobil, haben sich natürlich ein Wohnmobil gekauft, haben ihr hart verdientes Geld investiert und gesagt, jawohl, wir wollen ein Wohnmobil für unsere Zwecke natürlich auch ausgestattet. Wir nennen jetzt keine Namen von Werkstätten oder keine Namen von Wohnmobilherstellern oder Modellen und so weiter. Wir nennen jetzt ganz einfach nur mal den Ablaufplan. Das Wohnmobil, ein Alkoven, sollten verschiedene Dinge verbaut werden. Das wurde auch gemacht. Die Camperfreunde haben ihr Geld investiert. Eine Hubstützenanlage, einen Maxvan, Solar. Hier wurden verschiedene Sachen eingebaut von Wohnmobil-Fachwerkstätten, wohlbemerkt. Und hier ging es ganz einfach darum, dass sie Tools to Camp angefragt haben, könnt ihr uns den Maxvan tauschen, da dieser defekt war, und zusätzlich die Kühlschranklüfter, das werden wir hier nochmal mit verlinken, die Kühlschranklüfter in unserem Wohnmobil zusätzlich mit einbauen. Tools to Camp, Tommy hat den Auftrag angenommen, Termin vereinbart, hat gesagt, okay, komm vorbei, wir zeigen das mal mit, und ich habe das Ganze mit der Videokamera begleitet. Tommy sollte den Maxvan wechseln, da hier Regenwasser durch den Rahmen im Alkoven eingedrungen ist. Und hier sehen wir mal ein Bild von dem ersten Eindruck, als Tommy den Rahmen von dem Maxvan im Inneren von dem Alkoven abgenommen hat. Ist natürlich das erste, dass hier der Rahmen nicht wie üblich geklickt wurde. Es geht nämlich der alte Rahmen zu verwenden von dem Dachfenster, sondern hier wurde der Rahmen, und wir sehen es nochmal hier im Detail ringsrum, von dieser Fachwerkstatt damals hier mit Silikon an das Alkovendach angeklebt. Das ist schon mal das Erste, was hier uns stutzig gemacht hat. Auch Tommy hat gesagt, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier faul. Dann sind wir der ganzen Sache natürlich auf den Grund
auf den Grund gegangen und haben weitere Schäden hier am Einbau feststellen können. Hier wurde der Rahmen durch Eindrehen der Schraube von dem Fachhändler beschädigt. Dann sehen wir hier nochmal ganz deutlich die Nässespuren am Rahmen. Das Wasser tropfte runter, wo der Rahmen abgenommen wurde, kam ungefähr ein halber bis ein Dreiviertel Liter Wasser uns entgegen. Und hier noch einmal die großen Überreste von dem Sikaflex, mit dem der Rahmen hier angeklebt wurde. Wo Tommy weiter nachgeschaut hat, fiel ihm auf, dass die Flüssigkeit nicht nur in dem Rahmen ist, sondern auch im Fenster umliegend eingetreten ist in das Dach von dem Alkoven. Er hatte selbst Mühe, das Ganze wegzubekommen. Hier sehen wir mal den Rahmen, der entnommen wurde, mit den restlichen Spuren von dem Sikaflex. Ich denke mal, dass das Sikaflex-Kleber ist und hier der Rahmen unten angeklebt wurde, der normalerweise mit dieser Klickvorrichtung ganz normal passt. Also hier brauchen wir ja auch nicht zu verkleben. Der wurde ganz einfach von dem Händler hier angeklebt. Dann sind wir der ganzen Sache deutlicher auf den Grund gegangen und haben hier gesehen, dass das Wasser nicht nur durch den Maxven eingelaufen ist, sondern auch in den restlichen Styropor um das Dachfenster ringsrum. Und hier sehen wir schon, dass schon leichter Schimmelbefall, Schwarzschimmelbefall hier vorhanden ist. Dann wurden hier, wir sehen es deutlich, mal sehen, ob man es genauer sieht. Hier sieht man den Schwarzschimmel, wie das Wasser eingedrungen ist und natürlich das Styropor aufgeweicht hat und schon befallen ist. Und hier sehen wir mal 2 Löcher und in diesen Löchern, die wurden wahrscheinlich schon im Vorfeld gebohrt und das hat nicht gepasst, wurden hier Dübel eingesetzt, um diese zu verschließen. Hier sehen wir nochmal schön den Schwarzschimmel. Hier nochmal ein Bild, wie sich der Schwarzschimmel in dem Styropor festgesetzt hat. Dann sind wir natürlich auf das Dach und haben uns mit einer Hebebühne das Dach angeschaut, denn bei dem Fahrzeugmodell ist das Dach von Alkoven und von Wohnmobil allgemein nicht begehbar gewesen. Somit haben wir hier mit einer Hebebühne, man sehen kann, uns das Dachfenster von außen einmal angeschaut, wie der Maxven hier im Wohnmobil verbaut wurde. Und da fiel uns nach Erschrecken auf, dass der Maxven hier mit sage und schreibe 25 Schrauben von außen festgemacht wurde, ohne die Ränder abzudichten, und alle 25 Schrauben wurden nicht versiegelt. Somit läuft das Wasser durch diese Schrauben ein. Der Maxven wird in der Regel komplett geklebt und nicht geschraubt. Und da hat Tommy entschieden, okay, wir brechen hier das Ganze ab, denn hier geht es um Gewährleistung und Ansprüche, Garantie, Dichtheit. Denn die Kunden waren mit ihrem Fahrzeug 2 Monate vorher zur Dichtigkeitsprüfung und die haben die Dichtigkeitsprüfung bestanden. Somit wurde die Dichtigkeitsprüfung wahrscheinlich, wir vermuten jetzt auch nicht korrekt durchgeführt, sonst hätte das auffallen müssen, dass der Maxven, der schon ein Jahr im Fahrzeug verbaut war, nicht komplett dicht war. Das waren ca. 8-9 cm lange Schrauben, die jetzt hier in das Wohnmobildach reingebohrt worden sind, um den Maxven hier zu befestigen. Somit hat Tommy das Ganze abgebrochen, diesen Einbau, diesen Wechsel von den Maxven, und die Kunden darüber informiert, wohin hier die Reise gehen wird. Und er hat die Kunden darüber auch informiert, dass hier ein Gewährleistungsanspruch eventuell mit Dichtigkeitsprüfung und Undichtigkeit von der Fachwerkstatt zu rechnen ist. Mit Absprache durch den Kunden hat dann Tommy entschieden, okay, er lässt den Rahmen
ausgebaut. Er wird auch den Mexfen drin lassen, damit sich das Ganze erstmal ein bisschen beruhigt, dass das austrocknet und so weiter. Und wir haben den Kunden empfohlen und gleich einen Termin ausgemacht, bei einem Spezialisten ein Gutachten machen zu lassen über die weiteren Schäden bzw. Folgeschäden für die Feuchtigkeit. Dann hat der Kunde entschieden, jawohl, machen wir bald wenigstens mal unsere Kühlschranklüfter ein. Dann hat Tommy gesagt, okay, das machen wir. Die Kühlschranklüfter, die wir hier bei uns verbaut haben, haben wir dann bei den Kunden eingebaut. Jetzt sind wir natürlich an die Kühlschrankgitter rangegangen und wir trauten unseren Augen nicht. Tommy versuchte hier die Kühlschrankgitter aufzumachen und ihr kennt das ja, die Kühlschrankgitter, die haben hier unten die zwei Schnappverschlüsse und diese zwei Schnappverschlüsse halten ja die Gitter und die braucht man bloß nach innen zu schieben, rechts und links nach innen zu schieben und dann kann man das Lüftungsgitter ganz normal hier entfernen. Ja, und so sieht der Verschluss aus. Jeder kennt das, der das schon mal gemacht hat. Vor allem in einer Fachwerkstatt weiß man das, wie die Gitter zu entfernen und wieder zu montieren gehen. Wir wissen auch nicht, was die gemacht haben. Auf jeden Fall wollte Tommy die Lüftungsgitter entfernen und uns bot jetzt hier so ein Bild, wo er dann gesagt hat, ui, was ist hier passiert, was ist hier geschehen. Hier sehen wir das einmal, dass am unteren Gitter hier so eine schwarze Dichtmasse rausschaute und wir ganz einfach gedacht haben, na, wer weiß, was hier passiert ist. Vielleicht sind die Nasen abgebrochen, die Halterung hat nicht mehr gehalten. Auf jeden Fall sieht das Ganze unschön aus von einer Fachwerkstatt. Tommy hat hier die beiden Gitter entfernt und hier blende ich das mal ein, so schaut das aus, die klebrige Dichtmasse. Hier im Video wurde das Gitter von der Fachwerkstatt mit dieser schwarzen Dichtmasse eingeklebt. Auch die Halterungen oben, die schwarzen Schiebehalterungen oben, waren vollkommen verklebt und verkeimt. Somit hat das Ganze ja nicht mehr so den Sinn und Zweck erfüllt. Tommy hat dann die Halterungen so gut es ging sauber gemacht, hat die klebrige Masse entfernt, hat den Lüfter eingebaut und stellte dann fest, dass weder hier die Nasen von dem Lüftungsgitter abgebrochen waren, noch was anderes. Das heißt, das Lüftungsgitter hält ganz normal, wenn man die zwei, wie ich euch gezeigt habe, schwarzen Verschlüsse hier verschließt, hätte das Gitter gehalten. Nein, das Gitter, wahrscheinlich wussten die das nicht in der Fachwerkstatt, wie das Gitter hier zu befestigen geht. Auf jeden Fall wurde das eingeklebt, weil es wahrscheinlich nicht gehalten hat. Ja, das ist natürlich eine absolute Katastrophe, finden wir. Also das ist mir persönlich nach so vielen Jahren Wohnmobil, Reisemobil, Camping noch nie untergekommen. Mir ist schon einiges untergekommen, aber sowas ist mir noch gar nicht untergekommen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen mal ein Video darüber. Schaut euch genau an, was ihr wo in welchen Fachwerkstätten machen lasst. Ein Appell an die Wohnmobil-Fachwerkstätten: Macht bitte eure Arbeit ordentlich, so wie ihr zu 100% auch die Rechnung stellt, so macht ihr bitte zu 100% auch die Arbeiten. Und wenn ihr die Arbeiten nicht machen könnt, weil ihr kein Personal oder keine ausgebildeten Leute dazu habt, gebt den Kunden Bescheid oder informiert den Kunden darüber. Nicht, dass ahnungslose Leute hier für viel Geld solchen, auf Deutsch gesagt, solchen Schund angeboten bekommen. Ja, das ganz einfach mal dazu. Das musste mal Klartext gesprochen werden, weil das stößt uns alle sauer auf. Ein älteres Pärchen, was Geld investiert hat in ihre Freizeitgestaltung im Rentenalter, bekommt dann hier solche Arbeiten, die zu vollem Preis abgezahlt sind, die natürlich auch noch Nebenwirkungen haben. Da sind wir noch nicht ganz drüber informiert, was die Nebenwirkung von der Feuchtigkeit ergeben hat. Tritt jetzt hier die Gewährleistung der Dichtheitsgarantie in Kraft, tritt der Händler in Kraft, obwohl es den einen Händler, der die Arbeiten ausgeführt hat, kein Wunder, nicht mehr gibt. Wer weiß, wie das hier weitergeht. Wenn euch das interessiert, werden wir euch auf jeden Fall nochmal darüber informieren. Dichtigkeitsprüfungen wurden regelmäßig gemacht.
Die Arbeiten wurden in der Fachwerkstatt, in der Wohnmobilfachwerkstatt ausgeführt und den Händler gibt es aber leider nicht mehr. Ja, liebe Freunde, schaut es euch ganz genau an, was ihr wo von wem machen lasst und lasst euch das ordentlich zeigen und übergeben. Dann entstehen natürlich auch nicht hier für euch solche tollen Überraschungen. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich auf einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren solchen Videos verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Wir freuen uns, bleibt schön gesund. Bis dahin, tschüss.